Wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben. Wir brauchen die Kraft Gottes in der Gemeinde von Jesus Christus. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Wortes Gottes. Wir brauchen die Kraft des Evangeliums. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir müssen dieses Kreuz von Jesus ins Zentrum hineinrücken. Das Blut von Jesus. Es ist die Kraft Gottes. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und Paulus sagt weiter, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten von menschlicher Weisheit. Diese menschliche Weisheit, die menschliche Philosophie bringt nichts. Sondern meine Worte waren unter Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf der Kraft Gottes. Gegründet an diesem Kreuz, in diesem Blut von Jesus. Das Wort Gottes ist voller Kraft und lebendig. Und für das beten wir gerade jetzt, dass die Kraft Gottes in dein Leben hineinkommt, dass die Kraft Gottes dich erfüllt, wo du gerade bist, wo du das hörst, dass die Kraft Gottes auf dich kommt im Namen Jesu, dass dein Glaube nicht auf Menschenweisheit und Lehren von Menschen gegründet ist, sondern einzig und allein auf Jesus Christus, seinem Wort der Bibel und der Erweisung von seiner Kraft, von seinem Heiligen Geist. Wenn du in diese Religiosität hineingekommen bist oder gefangen geworden bist oder gar nicht realisierst, dass du nicht gerettet bist oder dass du realisierst, dass du religiös worden bist, aber nicht mehr in dieser Liebe stehst, in diesem Feuer, in seiner Gegenwart, in dieser Liebe zu Jesus, in dieser ersten Liebe, die brennt in dir, das Brennen des Heiligen Geistes, dann beten wir gerade jetzt im Namen Jesu, dass diese Religiosität gebrochen ist in deinem Leben, dass diese Formen von Religiosität, die Formen von Gottesfurcht, die einen äußeren Schein haben, gebrochen sind in deinem Leben, dass du gerade jetzt erfüllt wirst. Mit der Liebe des Vaters, mit Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Himmels, mit den himmlischen Kräften, gerade jetzt im Namen Jesu, empfange den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die Liebe des Vaters. Komm in seine Arme, komm in seine Arme, komm in seine Gegenwart. Lass die Liebe Gottes über dich kommen, gerade jetzt, wo du bist. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart von Jesus erfüllt dich, erfüllt deinen Raum. Ich bete im Namen Jesu, dass diese Gegenwart Gottes, die Liebe des Vaters, dich erfüllt, dass du so erfüllt wirst. Ich bete, dass du verwurzelt und gegründet bist in Liebe, dass durch den Glauben Jesus Christus in deinem Herzen wohne, dass du so verwurzelt bist in seiner Liebe und in seinem Wort, in seiner Wahrheit, dass du geheiligt bist. Gerade jetzt, dass das Leben anfängt zu pulsieren in dir, dieses Leben Gottes, dass diese Kraft des Lebens in dir anfangen zu pulsieren, dass Ströme von lebendigem Wasser anfangen in dir aufzubrechen und aus dir heraus zu fließen. Im Namen Jesu, empfang den Heiligen Geist, empfang diese Kraft Gottes, empfange diese lebende, pulsierende Beziehung zu Jesus. Diese Liebe, die erste Liebe, die brennt. Ich bete für das Brennen im Geist, das Brennen im Heiligen Geist, dass dieses Feuer Gottes in dir anfängt zu brennen und nicht mehr aufhört, dass es zunimmt. Es heißt, wir sollen diese Glut anfachen, hineinblasen, dass das Feuer, dass diese Hitze, dieses Brennen zunimmt. Im Namen Jesu, denn wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Disziplin. Im Namen Jesu. Ich entfache im Namen Jesu dieses Feuer in deinem Leben. Das Feuer der Liebe Gottes. Dieser Hunger nach mehr von ihm, nach der Realität. Ich bete, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von ihm dich erfüllt, dass du ihn erkennst, wie gut das er ist, wie gut dass er es meint. Er sagt, ich habe nur Gedanken von Zukunft und Hoffnung für dich. Gute Gedanken und Pläne.
Im Namen Jesu, komm Heiliger Geist, erfüll du jede einzelne Person mit deiner Liebe und deiner Gegenwart. Wir beten dich an, du allein bist würdig, wir danken dir für was du jetzt tust und wir wissen, alles was wir in deinem Willen gebetet haben, haben wir empfangen und so danken wir dir gerade jetzt. Fang einfach an, ihm zu danken. Fang ihn an zu danken in deinen Worten. Fang ihm an zu sagen, was du brauchst mit deinen Worten. Sag ihm einfach, ich brauche dich, füll mich, zeig mir, wer du bist. Danke, dass ich das jetzt empfange. Danke für deine Liebe. Danke für deine Kraft. Danke für das Evangelium. Danke für die Vergebung der Sünden. Danke für die Errettung. Danke, Jesus. Ich danke dir für deine Freude. Danke für deinen Friede. Danke, Jesus, für deine Versorgung. Danke für deine Kraft, für die Realität deiner Auferstehungskraft in meinem Leben. Du sagst, derselbe Geist, der dich von den Toten auferweckt hat, der lebt in mir. Danke für diese Kraft. Im Namen Jesu. Amen. Sei gesegnet.